Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Mystery Range, der Scree 22. Mystery Range hat eine ganze Menge neue Rucksäcke im Sortiment, überwiegend aus dem Outdoor-Bereich. Die militärischen Rucksäcke versuchen wir auch für euch nochmal ranzubekommen. Ist ein bisschen schwieriger als an die Outdoor-Varianten, deswegen fangen wir erstmal mit den Outdoor-Varianten an und zeigen euch da mal die Neuheiten, die jetzt gerade bei Recon eingetrudelt sind. Einer davon, oder beziehungsweise sogar zwei, ihr seht hier nebendran schon den Scree 32 stehen, stellen wir euch auch zeitnah vor, sind hier die beiden Scree-Rucksäcke. Der Scree 22 und der Scree 32 sind von der Aufmachung her, vom Design her sehr ähnlich, haben aber ein unterschiedliches Tragesystem und wie der Name auch schon vermuten lässt, ein höheres Volumen beim Scree 32. Der Scree 22 ist hier ein sehr, sehr kompakter und leichter Rucksack für den Outdoor-Einsatz, auch mit ein bisschen Fokus auf Alpin. Das heißt, ich habe hier auch Möglichkeiten, meine Kletterausrüstung mit unterzubringen. Zeigen wir euch dann gleich, wenn wir auf die Features gehen. Aber so viel schon mal vorab. Fangen wir natürlich wie immer an mit den Spezifikationen. Der Rucksack ist 52 cm in der Höhe, hat eine Breite und eine Tiefe von 25 cm. Wir haben hier ein 500D recyceltes Cordura, ist auch sehr wasserabweisend, nicht wasserdicht, aber wasserabweisend. Das wird dann auch nochmal unterstützt durch die Zipper, die hier von YKK AquaGuard verwendet werden. Das ist ein Zipper, der im Vergleich zu den anderen AquaGuard-Zippern, die es gibt von YKK, die offenen, etwas anfälliger, was Reparaturen angeht, ist aber tatsächlich bei den Mystery Range Rucksäcken bei uns noch nie ein Problem gewesen. Wenn ihr da irgendwo schon mal Probleme hattet, dass da die Reißverschlüsse kaputt gegangen sind, schreibt uns das bitte gerne in die Kommentare, damit das auch für alle anderen in der Community ersichtlich ist. Ja, gehen wir einmal kurz über das Tragesystem und dann über die Features. Bei Mystery Range kennt ihr das vielleicht von dem 3-Day Assault Pack oder auch von anderen Rucksäcken, das höhenverstellbare Tragesystem, wo man hier eine Platte einschieben kann und damit dann auch die Höhe schnell justieren kann. Das haben wir beim Scree 32, werdet ihr dann sehen, wenn wir euch den im nächsten Video vorstellen. Der Scree 22 hat das tatsächlich nicht. Er hat einfach nur hier einen Mesh-Rücken und ein innenliegendes Polster, was wir euch dann zeigen, wenn wir auf die Innenseite gehen. Die Schulterträger sind wie für den Alpin-Einsatz gemacht. Das heißt, wir haben hier eine leichte anatomische Form. Wir haben hier auch nochmal einen etwas abgesetzten Loadlifter-Bereich. Das heißt, der Rucksack kann auch schön hoch sitzen am Rücken und kann dann hier mit den Loadliftern entsprechend nach vorne gezogen werden. Ich soll ja nicht so viel Anglizismen verwenden. Also Lastenkontrollriemen heißen die Dinger in Deutsch. Ja. Dann habt ihr hier an den Schulterträgern nochmal Laschen, die elastisch sind, die perfekt geeignet sind, um zum Beispiel einen Trinkschlauch zu führen. Lastenkontrollriemen haben wir schon gesagt. Und dann habt ihr hier im unteren Bereich einen höhenverstellbaren Brustgurt. Und der ist wie viele andere Kompressionsriemen oder Straps, die hier im Rucksack verwendet sind, mit so einer Klammer ausgeführt, die dann in einer Daisy Chain geführt wird. Und die kann man relativ fix entnehmen und somit dann entweder komplett abmachen. Ja, das hat man ja häufig das Problem bei so einem Brustgurt, wenn man ihn jetzt nicht unbedingt nutzen will, dass man dann ewig lang am Schlaufen ist, bis man dieses 25 mm Gurtband durch 1000 D-Ringe durchgefädelt hat. Und hier kann ich sehr, sehr schnell die Klammer lösen und vor allem kann ich hier auch dann in den abgenähten Bereichen das Ganze sehr schnell verschieben oder eben auch versetzen, wenn ich sage, ich brauche das jetzt hier nicht im zweiten Segment in der Mitte, sondern im oberen oder im unteren Segment. Ich packe es jetzt aber wieder ins zweite Segment, damit das hier auch wieder richtig mit der anderen Seite harmoniert und übereinstimmt. Der untere Bereich des Rucksacks ist hier nicht mit einem Beckengurt versehen. Da hat man sich gesagt, für den Scree 22, der ein bisschen kleiner und kompakter ist und von der Zuladung her auch nicht so viel Gewicht zu erwarten ist und auch kein vollwertiges Tragesystem hat, da lassen wir den Beckengurt weg, geben aber dem Anwender nochmal einen Gurt mit, der dafür geeignet ist, den Rucksack am Bauch zu fixieren. Das heißt ein 25 mm Gurtband mit einer Duraflex-Schnalle. Hier auch sehr ordentlich aufgeräumt mit Klett.
das überschüssige Gurtband, das findet man hier fast überall am Pack auch nochmal. Und damit kann ich den Bauchgurt, nenne ich es jetzt mal, am Bauch fixieren, an der Hüfte fixieren, um den Rucksack dann in Position zu halten, wenn ich eben auch mal schneller unterwegs sein muss, damit da nichts wackelt. Wer das nicht haben möchte, hat hier die Möglichkeit, über eine Leiterschnalle mit einer Feder, mit einem Federmechanismus das Ganze sehr, sehr schnell abzubauen. Das heißt auch da wieder für alle, die das nicht brauchen, kein Problem, lässt sich abnehmen. Der Rucksack ist für den Outdoor-Bereich, das heißt, ihr findet hier auch komplett auf der Außenseite keinen Molle. Jedoch habt ihr hier im oberen Bereich und im unteren Bereich Kompressionsriemen. Der im oberen Bereich ist hier hinten über eine Lasche gesichert. Das heißt, einfach nur das Band hier durchgeführt, einmal in sich selbst gefädelt und wieder nach vorne gebracht. Das heißt, ihr könnt die jederzeit auch komplett entfernen, wenn ihr das nicht wollt. Und das Schöne ist, auch wieder durch diese Schnallen, die hier vorne verwendet werden. Auch das ist Duraflex und das ist eine Kombination aus der Schnalle, die ihr eben schon gesehen habt beim Brustgurt. Das heißt, ihr habt hier einmal einen Schnellverschluss, also eine typische Fastex-Schnalle und hinten dran aber den Haken, der in der Daisy Chain untergebracht ist. Und damit hättet ihr die Möglichkeit, in der vorderen Position den Kompressionsriemen auch im Winkel zu verstellen. Das heißt, ihr habt vielleicht irgendwo einen etwas sperrigen oder größeren Gegenstand, den ihr komprimieren wollt, weil, sagen wir mal hier unten zum Beispiel eine große Loftjacke, dann könnt ihr den Riemen hier nach unten versetzen und dann von unten nach oben komprimieren, um dann den unteren Bereich heranzuholen. Das ist tatsächlich eine ganz coole Sache. Wäre noch schön gewesen, wenn man das hier hinten hätte auch nochmal verstellen können, ist aber hier eben nicht der Fall. Dann habt ihr im unteren Bereich auch nochmal ein schmäleres Band, das hier zur Kompression verwendet wird. Und da findet ihr auch hier so einen T-förmigen Metallriegel. Und der ist dafür da, um Ausrüstung zu sichern am Rucksack. Seht ihr hier schon, haben wir hier einmal den Eispickel haben wir hier fixiert. Da könnt ihr dann einfach das Band lösen, hier am hinteren Bereich, damit ihr ein bisschen mehr Spiel habt. Und dann kann man das Ganze hier natürlich ausfädeln. Und damit könnte ich dann hier den Eispickel entnehmen. Und so wäre der hier unten mit diesem T-Stück gesichert. Im oberen Bereich dann entsprechend die Gegenstücke. Das sind elastische Bänder mit einem Kordelstopper. Und die können dann auch natürlich verwendet werden für Trekkingstöcke. Die kann man dann unten einfach hier einhängen, muss man das T-Stück nicht verwenden. Aber das wäre dann auch möglich. Hier sind auch noch mal weitere Schlaufen für Karabiner vorhanden, sowie auf der Front 2 Reihen Daisy Chain, ebenfalls für Karabiner oder für Shockcord, was auch immer ihr sucht. Da ist wirklich von den Anbringungsmöglichkeiten an der Außenseite alles gegeben. Auch an jedem Zipperende findet ihr hier nochmal Schlaufen. Die sind nicht nur dafür gut, um hier Karabiner hinhängen zu können, sondern auch, um zum Beispiel einen Reißverschluss dann mit 2 Händen zuzumachen. Das heißt, wenn der Reißverschluss offen ist, kann ich hier den Punkt nehmen, um mich festzuhalten und kann dann schön den Reißverschluss zuziehen. Das findet man dann hier und da oben auch entsprechend. Nochmal zurück auf die Front. Hier habt ihr unten nochmal eine große Materialschlaufe für Karabiner oder so. Die ist in Orange gehalten. Das ist das Einzige, wo ich sage, finde ich jetzt persönlich nicht so schön, dass es in Orange ist, weil den Rucksack gibt es nur in dieser Farbkombination. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte es doch ein bisschen dezenter haben, hätte ich hier die Möglichkeit, natürlich alle Bändel hier, alle Paracord-Bändel zu entfernen und gegen schwarze zu ersetzen, um das Ganze diskreter zu halten. Dann hätte ich als einziges den Schriftzug von Mystery Ranch in Orange gehabt. Aber hier wäre halt dann auch noch die Lasche unten in Orange und die kann man eben nicht so einfach austauschen. Die ist fest vernäht. Ist, wie gesagt, nur eine persönliche Empfindung. Das kann sein, dass der ein oder andere von euch sagt, genau so will ich das haben, um auch gut gesehen zu werden. Das ist reflektiert. Von daher, aber ich wollte es mal erwähnt haben. Im Top-Bereich habt ihr hier auch nochmal eine einzelne Schlaufe, die ebenfalls komplett entfernt werden kann. Also dieselbe Duraflex-Schnalle wie auch hier an den Seiten. Kann ich hier versetzen oder komplett entfernen. Und die ist dafür da, dass ich zum Beispiel mal schnell eine Jacke oder ein Seil oben nochmal fixieren kann. Und auch da wieder genügend Gurtband noch übrig, um auch größere Gegenstände sicher zu halten. Hier habe ich auch nochmal dann rechts und links 2 weitere Schlaufen Daisy Chain, also weiter im Sinne von weiter, nicht weitere. Weil die Daisy Chain hier ist sauber flach vernäht, um das zu versetzen. Und die ist wirklich hier mit ein bisschen Luft vernäht, um dann auch da wieder mit Karabinern oder ähnlichen Gegenständen arbeiten zu können.
Der Vollständigkeit halber auch nochmal der Boden. Viele zeigen sowas ja nicht, gerade wenn es nichts zu sehen gibt, aber uns ist immer wichtig, auch den Boden zu zeigen. Der hat hier nichts, das heißt, da habt ihr keine Möglichkeit, Ausrüstung zu sichern. Dann können wir uns ja mal die Taschenkonfiguration anschauen. Beziehungsweise, nein, wir gucken uns erstmal die Front bzw. das Hauptfach an. Hier habt ihr das typische Mystery Range Tri-Zip Design. Bedeutet, ihr habt einen durchgängigen Zipper auf der Front und zwei hier nach oben. Mit dem Tri-Zip-Design habe ich die Möglichkeit, den Rucksack als Toploader zu nutzen, indem ich die beiden Reißverschlüsse oben öffne und kann dann von oben auf den Inhalt zugreifen. Ich kann dann aber auch den Reißverschluss im weiteren Verlauf nach unten öffnen, also den Frontreißverschluss, und habe dann auch einen Frontzugriff auf den Rucksack. Das ist das Tri-Zip-Design. Geht dann bis hier und dann hätte ich von vorne Zugriff. Kann ich natürlich auch nur die Front öffnen und von vorne in den Schlitz eingreifen, wenn ich das möchte. Was jetzt hier uns neu ist, vielleicht gibt es das schon länger bei Mystery Range und bei den zivilen Modellen. Wir hatten bisher immer nur die militärischen Varianten der Tri-Zips, den 2-Day Assault Pack, 1-Day Assault Pack, 3-Day Assault Pack, wie sie alle heißen. Und bei denen hört der Reißverschluss in der Mitte hier ungefähr auf. Man hat hier schon noch mal so ein bisschen Material, aber es hört dann hier auf. Der Scree, beziehungsweise beide Screes, haben aber hier den Reißverschluss bis nach oben hin, der dann in eine Schneeschürze übergeht. Das ist tatsächlich eine richtig coole Sache, um die Toploader-Funktion noch mal zu perfektionieren. Ich kann dann hier den kompletten Bereich oben mit einem Zugband und einem Kordelstopper zuziehen und habe dann eben hier das Ganze komplett eingeschlossen. Hier wird übrigens nochmal Rubik Nylon verwendet, also nochmal ein deutlich dünneres Nylon Ripstop Cordura als das nach außen, um da Gewicht zu sparen. Ich ziehe das einmal auf, damit man die Front nochmal schön sieht. Denn hier hat man auch nochmal eine Duraflex-Schnalle untergebracht, um dann beim Reißverschluss hier eine Zugentlastung zu geben, damit hier nicht, wenn ich das zusammenraffe, der Reißverschluss immer automatisch aufgezogen wird. Ihr seht schon, da ist wirklich an alles gedacht worden. Das Innere des Rucksacks ist extrem unspektakulär. Das lässt natürlich dann auch auf ein geringes Gewicht zurückschließen. Das haben wir nämlich noch gar nicht gesagt. Der Rucksack wiegt gerade mal 900 Gramm. Ist natürlich zum einen dem geschuldet, dass kein richtiges lastenübertragendes Tragesystem verwendet wird, sondern nur eine Schaumstoffplatte, aber auch eben durch die fehlende Innenorganisation im Hauptfach. Für die Freunde von Tasmanian Tiger oder ähnlichen Rucksäcken, die mit einer richtig tollen Innenorganisation kommen, ist das natürlich ein Schlag ins Gesicht, sage ich mal. Aber für alle Minimalisten oder für diejenigen von euch, die gerne mit Pack-Cubes arbeiten, um ihre Ausrüstung so zu organisieren und von Rucksack zu Rucksack mitnehmen, die brauchen keine interne Rucksackorganisation oder Klett oder sonst irgendwas innen, sondern die schmeißen einfach ihre Würfel rein und dann ist es natürlich hier auch genau die richtige Wahl. Ein bisschen Organisation habt ihr. Ihr habt nämlich auf der Rückseite eine Einschubtasche mit einem elastischen Bündchen und die ist natürlich passend für Trinkblasen. Dafür ist es auch konzipiert, zum Beispiel 3 Liter. Hier hat man auch eine sehr coole Aufhängung sich überlegt. Man hat einfach ein T-Stück genommen und ein bisschen Band und das führe ich hier einfach durch und kann dann da mein T-Stück mit sichern. Perfekt wäre es noch gewesen, aber das kann man auch selber nachrüsten im Zweifelsfall. Wenn jetzt hier noch ein Kordelstopper wäre, dann könnte ich das Ganze nämlich nochmal hochziehen und dann würde das auch wirklich in Position bleiben. So habe ich natürlich immer die komplette Länge, kann man aber auch, wenn man möchte, mit einem Knoten nochmal zusammenfassen. Für den Fall der Fälle. Für das Trinksystem ist natürlich auch notwendig, dass der Trinkschlauch irgendwo rausgeht. Da habt ihr rechts und links jeweils einen gut versteckten Durchlass. Hier auf der rechten Seite haben wir mal den Schlauch herausgeführt, dass ihr das schön sehen könnt. Der ist wirklich gut geschützt und kommt dann hier an der Seite raus und lässt sich aber auch auf der anderen Seite rausführen, falls ihr lieber die rechte Schulter wählen wollt für euer Trinksystem. Zum Schluss noch der obere Bereich. Hier habt ihr einen Tragegriff, der ist absolut minimalistisch ausgeführt, reicht aber völlig aus. Also das ist ja nur dafür da, um den Rucksack mal anzuheben. Da braucht man unserer Meinung nach keinen 25 mm Gurt. Der ist auch stabil und fest genug, um ihn irgendwo aufhängen zu können. Also auch da ist dran gedacht worden. Und dann habt ihr hier nochmal ein kleines Organisationsfach für die wichtigsten Dinge. Es ist nicht weiter unterteilt.
ist allerdings, wie ihr sehen könnt, hier mit einem sehr stabilen Meshboden ausgeführt, der zum Hauptfach übergeht. Bedeutet auch da wieder, dass ihr hier zum Beispiel Gegenstände zum Trocknen gut unterbringen könnt. Als minimale Organisation habt ihr hier nochmal einen Duraflex-Haken mit Schloss, der an einer Daisy-Chain hängt, um zum Beispiel einen Schlüsselbund oder andere sensitive Gegenstände, die ihr nicht verlieren wollt, gerade auch beim Klettern, könnt ihr die dann hier oben sichern. Bedient wird dieses Fach ebenfalls mit einem YKK-Zipper, Aquaguard und 2 Schiffchen. Der Vollständigkeit halber habe ich auch einmal für euch die Trinkblase rausgenommen, um euch das integrierte Framesheet zu zeigen. Das ist hier in einer Klettlasche verborgen oder unter einer Klettlasche verborgen. Und hier verwendet man ein nicht wasseraufnehmendes Schaumstoffgemisch, was im Vergleich zu anderen Schaumstoffplatten, die man so am Markt kennt, deutlich wertiger und robuster den Eindruck macht. Also es ist tatsächlich nicht so ein leicht flexibler, weicher Schaumstoff, wie man sie kennt, kann ich ganz schlecht beschreiben, sondern das ist sehr, sehr festes Material und von der Biegsamkeit hat es auch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Elastizität als andere Schaumstoffe, die wir so in den Händen gehabt haben bisher. Man hat hier ein Lochprofil gewählt, um da auch noch mal ein bisschen Gewicht zu sparen. Irgendwoher müssen ja die 900 Gramm kommen. Hier auch noch mal ein Tipp von unserer Seite. Wenn euch das als Lastenübertragung nicht genügt, könnt ihr natürlich auch ohne weiteres, zum Beispiel mit für Pfeil und Bogen gibt es diese ganz leichten Carbonstäbe oder auch generell Carbonstäbe aus dem Baumarkt nehmen und die auf diese Platten aufbringen. Dann habt ihr noch mal ein bisschen Stabilität untergebracht. Wäre jetzt bei dem Modell eher nicht so sinnvoll, weil der überhaupt keinen Beckengurt hat. Aber wenn ihr was habt mit Beckengurt und nur Schaumstoff, könnt ihr damit zum Beispiel euch ein sehr, sehr gutes Lastenübertragungssystem relativ einfach und günstig selber bauen. Kommen wir zum Fazit. Der Scree 22 ist der ideale Rucksack für kürzere Touren, für Tagestrips im alpinen Bereich. Er ist schlank, er ist schmal und er bietet außen eine unglaublich vielseitige Organisation, gerade für eben auch Kletterausrüstung und ähnliche Gegenstände. Für den EDC-Bereich sehe ich ihn tatsächlich eher weniger, weil er innen zu wenig Organisation bietet. Aber wie gesagt, gerade im Outdoor-Bereich habt ihr hier einen sehr, sehr leichten Begleiter für minimalistische Touren. Und da ist an alles gedacht worden, was es so gibt. Falls euch der Rucksack zu klein ist und ihr doch was sucht, was ein bisschen mehr Lastenübertragung kann, dann haben wir für euch den Scree 32 in der nahen Zukunft, vielleicht sogar schon nächste Woche, in einem Video für euch. Und dann könnt ihr euch den auch nochmal im Detail anschauen. Den Scree 22 bekommt ihr bei Recon Company. Der Link ist hier unten eingeblendet. Was sagt ihr zum kleinen Scree? Habt ihr vielleicht das Vorgängermodell oder auch den großen Bruder, den Scree 32? Dann schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.